Die Art Cologne ist für mich, oder die Art Cologne an sich, ist sozusagen eines der ältesten Kunstmessen weltweit und auch eine der wichtigsten Messen in Deutschland, die auch in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung zurückgewonnen hat. Und für mich ist es sozusagen immer wieder toll, dahin zu fahren und Kollegen zu treffen und mich sozusagen zu informieren und in einen Austausch zu kommen. Und das schätze ich sehr. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir den ADKV Art Cologne Preis für Kunstvereine erhalten haben. Also die Halle für Kunst war in den letzten Jahren schon mehrfach für diesen Preis nominiert. Und von daher hat es uns natürlich besonders gefreut, dass wir in diesem Jahr die Jury überzeugen konnten. Und für uns bedeutet sozusagen der Preis selbst eine große Anerkennung und auch Wertschätzung unseres Programmes. Vor allem da Lüneburg und damit auch die Halle für Kunst eher in der Peripherie und eben nicht im Zentrum des Kunstfeldes liegt, ist es für uns umso wertvoller zu sehen, sozusagen, dass unser Programm und unsere Arbeit sichtbar ist und dass sie auch eine breite Reichweite hat und wertgeschätzt wird. Die Frage, was ein Kunstverein ist meines Erachtens nicht so pauschal zu beantworten, weil ich denke, dass es auf den Kontext ankommt, also auf die institutionellen Strukturen, auf die finanziellen Möglichkeiten, auf die Größe des Raumes und auch auf den Kontext, also auf den Ort. Weil ich denke, ein Kunstverein ist nicht gleich ein Kunstverein. Also ich denke, größere Kunstvereine sind manchmal eher mit Kunsthallen zu vergleichen als mit kleineren Kunstvereinen. Und für mich ist ein Kunstverein, vor allem ein kleiner Kunstverein wie die Halle für Kunst eben, bietet die Möglichkeit und das Potenzial, ein diskursives und auch sprödes und auch experimentelles Programm zu machen und eben auch unterschiedliche Formate zu erproben. Also aus meiner Perspektive ist es eine Art hybrider Möglichkeitsraum. Und Kunstvereine sind natürlich auch Orte zum Austausch und zur Kommunikation. Und das Interessante sozusagen am Modell des Kunstvereins ist meines Erachtens, dass man für ein Publikum programmiert, was eben nicht nur ein breites Kunstpublikum ist, sondern eben auch die eigenen Mitglieder oder ein lokales Publikum. Und das funktioniert wie eine Art Echoraum. Und gerade wie hier in der Peripherie, also in Lüneburg, ist es oftmals auch mit einem Spagat verbunden, weil man einerseits eben auf die Bedürfnisse des lokalen Publikums eingeht und auf die auf die Bedingungen vor Ort und gleichzeitig aber eben auch versucht, sozusagen das Programm an den internationalen Kunstdiskurs anschlussfähig zu halten. Die Halle für Kunst in Lüneburg ist 1995 gegründet worden, und zwar von Heike Munder. Die ist heute Direktorin des Mikromuseums für Gegenwartskunst in Zürich, und Bernd Müller, der Geschäftsführer der Kunststiftung Baden-Württemberg ist. Und beide waren damals Studierende der Kulturwissenschaften hier an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und der erste Ort der Halle für Kunst war in einer WG eines großen Lagerraumes. Also es gab sozusagen innerhalb dieser großen Wohnung eine 100 Quadratmeter große Fläche, die die beiden, also Bernd Müller und Heike Munder, quasi besetzt haben und auch renoviert haben, um dort Ausstellungen und Veranstaltungen zu realisieren, aber auch Feste zu feiern. Und gleichzeitig hat man sich auch immer parallel Orte gesucht. Also zum Beispiel gab es einen Raum in der Nähe, es war ein Nebenraum von der Bar, der Titel oder der Name der Bar war der Friseur. Und dort hat man Ausstellungen gemacht, oder man hat auch 2 Reisen gemacht zur Documenta mit einem Bus als eine Art künstlerisches Projekt. Und nach dieser Zeit ist dann die Halle für Kunst 1998 in die Feldstraße gezogen. Das waren alte Räumlichkeiten einer alten Bäckerei. Und seit 2003 sind wir hier ansässig. Das ist eine alte Maschinenfabrik, die sich in der Innenstadt von Lüneburg befindet. Der Schwerpunkt unseres Programmes liegt in der Auseinandersetzung mit künstlerischen Fragestellungen und kunsttheoretischen Diskursen, die sich oftmals in thematischen Gruppenausstellungen widerspiegeln. Zum Beispiel haben wir 2018 die Ausstellung vom Handeln gemacht, die ihren Ausgangspunkt in den Überlegungen von Hannah Arendt hatte, vom tätigen Leben. Und in der Ausstellung ging es um die Ambivalenz zwischen Engagement und Ästhetischem. Und ein weiteres Beispiel wäre etwa eine 3-teilige Ausstellungsreihe mit dem Titel Fantasie, Gebärden und Ausdruck und Authentizität, das authentisch-unauthentische, die 2016, 2017 stattfand. Und in dieser Reihe haben wir uns diesen Begriffen angenähert, um sie jenseits von einem klischeehaften Verständnis für zeitliche Kunst nutzbar zu machen. Und diese Ausstellungen entstehen sozusagen in einem kreisenden Nachdenken und bauen aufeinander auf, also in einer Art Prozess, es ist ein Dafür und Dagegen und ein sich annähern.
Und sozusagen diese Prozesse sind im Vorfeld gar nicht festgelegt, sondern im Prinzip ergeben sich die Fragestellungen und die Überlegungen sozusagen aus einer Ausstellung zur nächsten. Und ich denke, der Ausgangspunkt dieser Ausstellung liegt eigentlich in einer gewissen Leidenschaft übers Nachdenken, über Phänomene und auch Zusammenhänge. Also daraus entstehen die Ausstellungen, verselbstständigen sich aber auch wieder und nehmen sozusagen ihre eigenen Formen an. Es geht also nicht darum, Statements zu setzen oder Thesen zu illustrieren, sondern im Gegenteil sozusagen einen Ausgangspunkt zu schaffen, von dem aus ein Denken und Sprechen über Kunst und ihre Zusammenhänge möglich ist. Die aktuell größte Herausforderung für die Halle für Kunst ist der Umstand, dass wir zum nächsten Jahr, also zur Mitte nächsten Jahres, sozusagen die Räumlichkeiten, in denen wir hier seit 17 Jahren sind, verlassen müssen. Und diese Situation, die ja ohnehin Corona-bedingt sozusagen kompliziert und komplex ist besonders fragil, auch angesichts der Tatsache, dass unter den jetzigen Umständen überhaupt noch gar nicht abzusehen ist, sozusagen, welche Konsequenzen oder auch welche Auswirkungen sozusagen die aktuelle Situation auf die gesamte Kulturlandschaft haben wird. Aktuell zeigen wir hier die Ausstellung Wagnis der Öffentlichkeit, in denen wir Arbeiten zeigen von Juliet Bleitman, Barbara Blum, Sophia Duchovny, Jana Euler, Bernadette von Huy und Annette Wehrmann. Und diese Ausstellung ist eine Fortführung der Ausstellung vom Handeln, die wir 2018 realisiert haben. Und damals war das Anliegen, ja, vor dem Hintergrund eines Aufkommens in der zeitgenössischen Kunst von einer neuen Innerlichkeit oder einer neuen Subjektivität, den Aspekt des Handelns in den Fokus zu rücken, aber Handeln nicht verstanden als Praxis, sondern ausgehend von den Überlegungen von Hannah Arendt eines tätigen Lebens, also sozusagen eines Weltbezugs, das heißt eines Sorgens um oder eines Interesses für die Welt. Und Hannah Arendt sagt eben, dass es Bedingung ist, jedes politischen Lebens, sich im Tun zu exponieren, also sozusagen öffentlich zu werden. Denn es ist notwendig, sozusagen sein Leben und seine Person mit in das Wagnis der Öffentlichkeit zu nehmen, um den anderen zu erreichen. Und das gilt natürlich sozusagen nicht nur für politisches Handeln, sondern für Handeln im Allgemeinen und damit eben auch für künstlerische Praxis. Und das wiederum war nun der Ausgangspunkt für die jetzige Ausstellung. Denn der Aspekt, dass es das Persönliche zu wagen gilt, um den anderen zu erreichen, ist natürlich sozusagen sehr interessant vor dem Revival ja, subjektiver und auch authentischer Motive in der zeitgenössischen Kunst. Und das ist eben hochinteressant, weil sozusagen mit dem Exponieren des Persönlichen in der künstlerischen Arbeit ist natürlich sozusagen auch immer eine Gefahr gegeben, sozusagen einer subjektiven oder auch im schlimmsten Falle identitär-regressiven Nabelschau. Und genau diese Art von Spannung oder dieses komplizierte Verhältnis oder auch die Frage, wie dann sozusagen ein persönliches Involviertsein aussehen könnte, ist im Prinzip sozusagen ja, die Fragestellung, die wir mit der Ausstellung aufwerfen möchten. Was uns aber auch interessiert, ist der Faden, der eben davon ausgehend weitergesponnen werden könnte, denn das persönliche Involviertsein, um den anderen zu erreichen, bedeutet eben auch oder stellt eben auch eine Bedingung von Gemeinschaft dar. Das heißt, es geht sozusagen auch um Fragen der Solidarität und ja, des Miteinander Umgehens.